Welche Informationen aus dem Internet sind vertrauenswürdig? Eine Frage, die ich immer wieder mit Studierenden diskutiere. Und ich erkläre, dass Wikipedia keine zitierfähige Quelle ist, man nach Möglichkeit immer auf die Originalstudien zurückgreifen soll und dass manche Websites vertrauenswürdiger sind als andere. Und dass man kritischer auf Beiträge reagiert, die der eigenen Meinung widersprechen und eher solchen glaubt, die die eigene Meinung bestärken. Die Website der Uni Zürich würde ich ähnlich wie diejenige des Bundesamtes für Statistik als vertrauenswürdig einstufen. Aber es zeigt sich, dass man auch hier kritisch sein und zugrunde liegende Studien lesen sollte. Gerade wenn Beiträge von Journalisten verfasst wurden, wie dieser hier. Online-Psychotherapie hat ihre Tücken. Das tönt gut, wird im Artikel aber nicht wirklich belegt. Psychologen, Psychotherapeuten und Psychiater hatten es in den letzten Jahren nicht gerade einfach. Studien zeigten auf, dass Serotonin-Wiederaufnahmehämmer, eine Gruppe der Antidepressiva, einem Placebo klinisch nicht relevant überlegen waren. Dann war da noch die schlechte Reproduzierbarkeit von psychologischen Studien. Und erst kürzlich hieß es, internetbasierte Therapien wären gleich wirksam wie eine persönliche Behandlung. Dass sich die Psychologen darüber nicht wirklich gefreut haben, kann ich gut nachvollziehen. Aber zurück zum Beitrag. Da kam die Erstautorin zum Schluss, dass die Teilnehmerinnen von internetbasierten Therapien im Schnitt weniger stark belastet sind. Da fragt man sich gleich, zu welchem Schluss eigentlich die anderen Autorinnen kamen und was die denn zur Publikation beigetragen haben. Spätestens bei 57 plus 48 gleich 109 wundert man sich und liest lieber gleich das Original. Im Artikel geht es eigentlich darum, dass die Personen, die die Apps und Online-Angebote genutzt hatten, weniger depressiv waren als diejenigen, die in der Psychotherapie waren. Korrekt dann die Aussage der Psychologin, die Interpretation sei aufgrund der unterschiedlichen Stichproben schwierig. Nicht korrekt hingegen ist die Überschrift des Journalisten. Die Online-Psychotherapie habe ihre Tücken. Das wird hier nämlich nirgends untersucht. Bei der Aussage des Psychologen scheint es sich ebenfalls um eine Meinung und kein Studienresultat zu handeln. Lustig dann, dass man den Apps und Internetangeboten eine schwache Wirkung zuschreibt, aber gleichzeitig für die eigene App Werbung macht. Hilfe zur Selbsthilfe oder das eigene Erlernen von Maßnahmen ohne Psychotherapeuten werden abwertend dargestellt. Warum eigentlich? Wäre doch eine gute Sache, man könnte selber schon präventiv etwas unternehmen. Zusammengefasst haben wir hier also die Meinung des Journalisten, die Meinung der 2 Psychologen und die Publikation. Werfen wir also einen genaueren Blick auf die zitierte Studie. Es handelt sich dabei um einen systematischen Review mit Meta-Analyse. Hier ist die Suchstrategie. Gesucht wurde nur nach RCTs in Cochrane Central und PsycInfo, sowie nach Systematic Reviews in PsycInfo. Durchsucht wurden also nur 2 Datenbanken. Schlagwörter wurden keine verwendet. Verschiedene Synonyme, aber auch überflüssige Kombinationen. In Cochrane Central würde ich sowieso nur RCTs erwarten. Warum also noch einen Filter dafür verwenden? In PsycInfo suchte man auch noch nach systematischen Literaturübersichten. Hier steht Systematic Review Methodology applied in Title Meta-Annale or in Klammern Systematic Review. Und dann schreibt man aber selber im Titel eine andere Variante, nämlich Meta-Regression Analysis. Und danach sucht man dann aber nicht. Die letzte Datenbanksuche ist fast 2 Jahre her. Beim Thema internetbasierte Therapien oder Apps könnte man sich vorstellen, dass in letzter Zeit weitere Studien erschienen sind. Ich verstehe aber auch, dass die Datenextraktion und Berechnungen ihre Zeit brauchen und man daher die allerneuesten Studien nicht noch einschließen konnte. Insgesamt bin ich aber trotzdem vom Vorgehen bei der Datenbankrecherche nicht wirklich begeistert. Was mir beim Lesen der Studie auch erst klar wurde: Es geht nicht nur um die Schwere der Depression, die hier verglichen wurde, sondern um prognostische Risikofaktoren, zu denen auch Zivilstand, Ausbildung und Einkommen gehören. Auch hier hat der Journalist auf der Uni-Website also eine Abkürzung genommen. Also, seid kritisch bei Berichten über Studien und lest nach Möglichkeit die Originalartikel. Damit meine ich den ganzen Artikel, nicht nur das Abstract. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Noch ein kleiner Nachtrag. Ich habe der Uni-Kommunikation geschrieben, dass die Summe 105 ist und nicht 109 und ich die eine Formulierung etwas unglücklich finde. Die Zahl wurde aber nicht korrigiert und ich habe auch keine Antwort erhalten.
was natürlich an meinem Tonfall gelegen haben könnte.